Einen wunderschönen guten Guten Morgen. Morgen. Ja, wie ihr am Titel gesehen habt, geht's heute nach Australien. So. Aber wir stellen euch erstmal ab und erzählen dann. Ja, und wie ihr an unseren verschlafenen Gesichtern seht, ist es jetzt auch erst kurz nach 5. Und unser Flieger, der geht heute Abend aber erst um 18 Uhr. Ja, das wird unsere längste Anreise. Also 23 Stunden hatten wir noch nie. Wir sind sehr gespannt. Und Flugzeit haben wir tatsächlich 18,5 Stunden nachher rein. Das wird ganz schön lange im Flieger sein, ja. Und ja, da wir so lange Flugzeit haben und allgemein der Tag sehr lange sein wird, dachten wir, nutzen wir das und zeigen euch so ein bisschen, wie unsere letzten Reisevorbereitungen aussehen und was überhaupt der Plan ist. Also wo wir genau hinfahren, was wir vorhaben, erzählen wir euch alle im Laufe des Tages oder der nächsten Stunden. Aber Marco schicke ich jetzt erstmal noch mal kurze Arbeit und ja. Ja, ich sag Tschüss und bin noch mal ein bisschen fleißig. Ne? Genau. In der Zwischenzeit schon mal so ein bisschen um den heimischen Dschungel hier gekümmert. Und falls du auch viele Pflanzen hast, wir machen das immer so, was vielleicht ein ganz cooler Tipp ist. Wir stellen immer alle Pflanzen aus dem Wohnzimmer hier ins Schlafzimmer, weil das Schlafzimmer nach Nordosten ist. Und ja, wenn es einfach ein bisschen dunkler und ein bisschen kühler ist, brauchen sie nicht ganz so viel Wasser. Und ja, die Gießhilfe muss nicht ganz so oft kommen. Ja, und ich schreibe immer super gerne noch ein paar kleine Hinweiszettelchen zum Gießen, weil hier stelle ich dann nämlich immer alle zusammen, die nicht so viel Wasser brauchen. Und ja, ist glaube ich sowieso eine ganz coole Idee, ein paar Pflanzen hinzustellen oder mehr Pflanzen zu haben, wenn du viel unterwegs bist, die ja nicht ganz so viel Wasser brauchen und ein bisschen robuster sind und es dir nicht ganz übel nehmen, wenn sie vielleicht mal ein bisschen unterwässert werden. Wir nehmen übrigens immer ein paar Snacks mit, weil es viel günstiger, als sich was am Flughafen zu kaufen und meistens auch besser, ganz ehrlich gesagt. Also ein bisschen frisches Obst, irgendwie ein Schokoriegel und eine Brezel, das haben wir eigentlich immer dabei. Weil heute kriegen wir, glaube ich, auch erst um 23 Uhr was zu essen. So, ich war jetzt noch eine kleine Runde auf dem Fahrrad und habe eine kleine Runde Yoga gemacht. So ein bisschen, ja, einfach nochmal versuchen, so viel wie möglich sich zu bewegen vor so einer Reise. Tut uns auf jeden Fall ganz gut, vor allem ich kann sonst auch ganz schlecht schlafen auf dem Flug. Aber wenn man sich ein bisschen ausgepowert hat, dann geht das zumindest für ein paar Stündchen ganz gut. Und ja, jetzt hoffe ich nur, dass Marco demnächst auch Feierabend hat, damit es dann weitergehen kann. Da ist er auch schon. Aber wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, jetzt gibt es erstmal Käffchen. Und E-Books musst du noch runterladen. Oh, dann mache ich das auch noch schnell. Jetzt wird es aber höchste Zeit, Sachen zu packen. Übrigens diesmal ganz optimistisch und nehmen Sportbänder mit, weil wir gesagt haben, wir machen bei 5 Wochen Urlaub auf jeden Fall Sport. Na, mal sehen. Hat mir überhaupt schon erzählt, dass wir 5 Wochen fahren? Jetzt ja. Genau, also jetzt wisst ihr, wir fahren übrigens 5 Wochen nach Australien. Okay, also was ist denn jetzt überhaupt der Plan? Für uns geht es heute nach Westaustralien. Und zwar ist Westaustralien der größte Bundesstaat Australiens und 1/3 so groß wie der ganze Kontinent. Ja, wir machen uns jetzt auf jeden Fall erstmal auf den Weg zum Flughafen. Wir sind schon da, also in Hamburg zumindest. Genau, jetzt geht es erstmal nach Frankfurt, dann geht es nach Singapur und danach nach Perth.
geht nach Australien. Hast du das schon erwähnt, dass es nach Australien geht? Wissen wir schon, dass es nach Australien geht? Jetzt in Frankfurt angekommen. Ein bisschen verspätet, aber alles gut, ganz entspannt noch. Alles noch entspannt. Ja, und so langsam realisieren wir tatsächlich, dass es nach Australien geht. Ja, also jetzt cool. erst so richtig klar. Ja. Hatten wir auch nicht gedacht, dass wir so schnell nach Australien kommen tatsächlich. War nicht so geplant, aber wir hatten Glück. Wir haben nämlich Freiflüge bekommen. Also wir haben quasi die Flüge mit unseren Meilen bezahlt, hatten genug Meilen zusammen und ja, von daher geht es jetzt für uns nach Australien. Und ja, also total cooler Tipp. Ich müsste echt mal einen Blog, ich schreibe mal irgendwann einen Blogartikel demnächst, wie man halt einfach mit Einkaufen Meilen sammeln kann und dann fast umsonst fliegt. Das ist nämlich ganz cool. So, wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Abendbrot essen. Ja, wir haben uns ein bisschen verkalkuliert, wir hatten auch ein bisschen was mitgenommen, aber irgendwie haben wir doch mehr Hunger als gedacht. Wie immer eigentlich, wir haben immer Hunger, seien wir ehrlich. Auf jeden Fall. Ich immer. Ich auch. Und dann werden wir jetzt was essen und wir sehen uns dann spätestens in Singapur wieder. Los geht's. Auf das Singapur. Es ist jetzt 21:14 Uhr. Wir haben noch überhaupt nicht erzählt, in 2 Stunden ungefähr, also um 24 Uhr dann, Gibt's machen wir Geburtstag. Wir werden nämlich seinen Geburtstag komplett in der Luft verbringen. Das ist auch mal eine total neue Erfahrung. Wir werden hier hin und her tanzen, Auf jeden Fall. Jeder macht das mit. So, jetzt werden wir erstmal hoffen, dass wir gleich aus dem Flugzeug rauskommen, weil planmäßig ist in 20 Minuten Boarding für den nächsten Flug nach Perth. Von daher gucken wir mal, ob das jetzt alles so klappt mit. Wir wissen noch nicht mal, an welchem Terminal wir angekommen sind. Das hat sie uns irgendwie leider auch noch nicht gesagt. Nee. Wir hoffen, dass wir nicht mehr zu weit laufen müssen gleich und vor allem hier gleich rauskommen. Ja. Bitte. Bitte, klar. Ach, natürlich. Wo sind wir drauf? So, wir warten jetzt hier auf den Skytrain und hoffen, dass wir das noch schaffen mit unserer Verbindung. Sonst war der Flug aber auf jeden Fall gut. Wir sind ganz erholt, also wir sind auch immer noch frisch, muss man sagen. Wir haben auch ein bisschen geschlafen. Ja. Und ja, sonst mit Singapore Airlines. Also Beine sind noch frisch, wir konnten noch schnell laufen. war viel Platz und Ich erinnere mich da an andere Zeiten. stimmt. Schatz, Nein. komm. Nein, also da nimmt doch schon viel Platz und Essen war gut. Also alles super. Und da kriegen wir jetzt die letzten paar Stunden mit Perth. Hoffentlich, wenn wir den Flieger kriegen, jetzt auch noch mal. So, wir haben jetzt gerade noch so einmal schnell geschafft, hier unsere Immigrationskarte für Australien. Muss man so ausfüllen, so ein paar Kleinigkeiten, ob man irgendwelche Lebensmittel mit hat und so was. Das haben wir gerade noch geschafft auszufüllen. Und jetzt ist auch schon Boarding-Aufruf, von daher geht es jetzt für uns gleich weiter, 5 Stunden 15 und dann sehen wir uns aus Australien wieder, würde ich sagen. Endlich da. Neuer Kontinent! Und immer noch Geburtstag. Hey, hey. Angekommen! Endlich. Ein neuer Kontinent für uns. Ja, war mal, also erstens fühlen wir uns super frisch noch nach der Anreise. Also wir dachten jetzt, boah, nochmal jetzt 5 Stunden von Singapur fliegen. Wir wären mega geschafft, aber wir fühlen uns, also wir könnten jetzt noch Bäume ausreißen. Richtig entspannt gewesen. Vielleicht liegt das am Cocktail und am Bier. Naja, bei Geburtstag gab es in Singapur Sling, ne? Und ja, vor einer halben Stunde Aber gelandet. ansonsten, Wir ja, haben schon unser Gepäck. Gepäck ging super schnell. Genau, Gepäck haben wir, eingereist sind wir und diese Sicherheit, also man muss ja einmal noch durch so eine Kontrolle, wo sie gucken, ob man irgendwelche Lebensmittel oder so verbotenerweise mitgeführt hat, die muss man sonst hier angeben. Alles schon durch, das war vor einer halben Stunde. Wir werden uns jetzt ein Taxi nehmen. Wir könnten auch tatsächlich mit den Öffis fahren. Allerdings fährt der erst in 1:06 Uhr, also das heißt in 35 Minuten, das ist halt ein bisschen... Genau, also wir würden in 35 Minuten würde der erst fahren und dann braucht er 50 Minuten
Oder wir fahren jetzt 20 Minuten mit dem Taxi, da sind wir jetzt faul. Ja. Wir hatten auch noch kurz geguckt, da gibt es noch eine andere App, aber irgendwie können wir das nicht runterladen. Konnten wir zu Hause auch schon Genau, nicht so eine runterladen. Uber-Alternative, ne? Weiß ich nicht, woran das jetzt liegt. Und ja, sie sind jetzt auch im VPN drin, keine Ahnung. Müsste eigentlich gehen, so. Aber vielleicht gibt es das auch nicht mehr. Genau. Sonst Taxi, Uber und Didi ist hier noch so eine Carsharing-App und diese Ola, die wir jetzt rausgesucht hatten, gibt es irgendwie gerade nicht. Nee, aber was Störung. soll's. Wir gönnen uns jetzt einfach mal ein Taxi. Genau, dann ist ja fahren- schließlich, die hast gar nicht mehr Geburtstag. Nie. Also zumindest hier nicht mehr. Hier nicht 7 mehr. Stunden Geburtstag geklaut. Ja. Und dann sehen wir uns gleich in der Unterkunft. Hallöchen, wir sind jetzt angekommen. Genau, es ist jetzt 1:40 Uhr. Deswegen müssen wir flüstern, weil hier schlafen schon alle in der Airbnb. Auf jeden Fall. Wir werden uns dann morgen wieder melden von Bern und verabschieden